The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Genau jetzt sollte man aber auf Vertrauen setzen. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Das dürfte jetzt relativ wichtig sein. Wo haben wir eigentlich Legion? Stolpert der hier auch irgendwo rum? Ja. Ach, da vorne. Okay. Shepard, Commander. Oh, schade, nichts Neues. Talk to you later, Tally. Sure. Legion. Shepard, Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships? Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Okay. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Your decision was sound. Deleting the heretics resulted in fewer Geth allied with the old machines. So you don't regret killing them? It was logical. If we had not deleted the heretics, we would face an increased number of hostile Geth platforms. Death holds different consequences for synthetics than organics. Do you harbor regrets about deleting the heretics? Maybe decisions like deleting heretic Geth were what turned your kind against organics in the first place. We do not condemn it. Action was necessary. It was why we sought your advice. Und genau deswegen war das auch keine Renegade-Entscheidung in Mass Effect 2, die Basis zu zerstören, anstatt umzuschreiben. Weil jetzt sehen wir ja die Vorteile dadurch. Es gibt weniger Geth, die dadurch weniger Quarianer töten können. Der Geist der Reaper. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it? Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Überleben, aber dafür als Sklaven. Oder sterben. What did you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here.
Dann gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt nochmal durchs Schiff, reden ein bisschen. I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken half the galaxy. Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose the war every time. Jupp. Wir reden mit Leuten und upgraden auch noch unsere neuen Waffen. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Scion. I've updated the galaxy map. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. They might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Das ist aussagekräftig. Das Heilmittel von Malin Heblorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf Tuchanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wieder treffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem sie Dr. Solus überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, es würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg, als der Reegar-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Malin Heblorn. Na, dann scheint er sich ja zumindest gebessert zu haben. Wichtig, von Renner Lawson. Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal. Versprochen. Okay. Damit haben wir jetzt schon wieder mal 2 Leute, die wir auf der Citadel treffen müssen. Man, those Quarian admirals are intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? It's a tentacle monster under there? What is that? What's under there? Good to have Tally back, even if it's just for a bit. Although every time you call her Miss Voss Normandy, I kind of expect to see her walking around with a tiara and a sash. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? We are not. Right, just making sure. Different standards and all. And you found Legion! He's still wearing that piece of your armor? Cause that wasn't creepy at all. Shepard, the Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy's stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. Okay, das ist gut zu wissen. One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low volume hydraulics and is top heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. Edie. Did I vocalize that on the bridge? You did. You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. 2 KIs, die miteinander reden. 2 unterschiedliche KIs. Das ist interessant. Hello, Shepard. Commander. Sehr interessant. So, zur Kapitänskabine müssen wir nicht. Dann ab zum Crewdeck. Erstmal gucken, wer hier so ist. Ja. Jeder auf seinem Fleckchen, wo er normalerweise ist. If you can, Edie, that would be appreciated. Searching for any mention of your recruits is not a complicated protocol, Major. Trying to find out what happened to your people? Yeah. Edie, make the scope galaxy-wide. And if I can find just one squad, they may lead me to the others. Good luck, Caden. Thanks, Shepard. I'll let you know what happens. I will establish the routine now. Edie out.
By the way, Shepard, it's been good having Tali around. She's a good egg. But wait, don't tell her I said that. In case it's some kind of Korean insult. Hat er gesagt, a good egg? Ein gutes Ei? Gibt's da irgendwie sowas in Englisch, die Sprachangewohnheit, das so zu sagen? Weil das kenne ich noch gar nicht. It's nice to have Tali back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Das ist gut. Stimmt, das hier ist ja quasi ein unreines Schiff. Und natürlich essen Quarianer auch was anderes, genau wie die Turianer. Linksdrehende Too bad you weren't irgendwas? here earlier, Tali. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. Oh? We should play poker sometime. Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Natürlich. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tali here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. Ja, werden wir dann ja sehen. Erstmal gucken, wie es weitergeht. Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Fine. Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Don't you have a ship to fly, Joker? Fine, just asking a simple question. Thank you. Blackmail would have been awkward to explain to Edie. Ja. Also so eine persönliche Frage, das kann man wirklich nachgucken. Feel free to look around. Okay, sie hat nichts zu sagen. Haben wir hier was Neues? Nein, natürlich nicht. Schmugglerunterlagen, Junges-System. Agent Maroon hat Unterlagen von Schmugglern über einen Frachter der, oh Gott, Athabasca-Klasse an die Behörden im Junges-System geschickt. Liste folgt. 8.000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Dextroaminosäuren. 16.000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Levoaminosäuren. 200.000 Tonnen Platin, gestempelte Barren. 12 Allianzjäger,
inaktiv und im unteren Deck eingemottet. 12 Abfangjäger der Hierarchie, inaktiv und im unteren Deck eingemottet. 300 Zwangsarbeiter, Sklaven von Karshan, die beim Versuch, den Reapern zu entkommen, wieder eingefangen wurden. Vornehmlich Batterianer. Die Behörden werden den Frachter in 2 Stunden aufbringen. Auf Ersuchen des Brokers hat sich die Regierung von Junges bereit erklärt, den Sklaven Asyl zu gewähren und im Austausch für künftige Gefallen das Bürgerrecht zu geben. Okay. At your service. Ja. Hier ist auch noch alles ganz normal. Well, you certainly know how to fight. I couldn't believe it when Shepard told me you were on the Normandy. It appears I have that effect on humans. Now Quarians as well, it seems. For what it's worth, Quarians understand what it's like to lose your home. As I understand, that was your own fault. What do you mean? In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. That was a long time ago. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she expected. And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Except for perhaps the commander? What? How do you know? Eine wirklich schöne Unterhaltung. Ja, Mann. Und hier wird ein Gef angezeigt. Naja, Javik ist... Ich würde mal sagen, er ist einfach sehr ehrlich. Er ist ruthless und ehrlich. Studying the other side? Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. You mentioned before your people had problems with AI. Was ist mit dem linken Arm los? The Jatil. They were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI sees the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Maybe. But he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it at the airlock. How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery. But synthetics... No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Above all, machines know the reason they were created. EDI might disagree with that, but I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Do not trust them, Commander. I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Throw the machine out of the airlock, Commander. Nö, würde ich nicht machen. Außerdem, wir wissen nicht, wer uns geschaffen hat. Naja, man hat schon oft versucht, das nachzuvollziehen und die bisher logischste Erklärung dafür ist ja, dass wir eine Laune der Natur sind. Geschaffen durch
Millionen von Jahren von Evolution. Erst Einzeller, dann Mehrzeller, dann Bewohner im Meer, dann Amphibien und dann zu sowas hier. Und außerdem, Sie wissen, wer sie gemacht hat. Wir sind doch im Prinzip, oder wir wissen doch im Prinzip auch, wer uns gemacht hat, und zwar unsere Eltern. Also, wir suchen, vielleicht denken die nicht, dass wir Gottheiten sind, sondern vielleicht denken die einfach nur, dass wir quasi die Eltern sind. Ist doch im Prinzip mehr oder weniger auch das Gleiche. Organische Wesen haben KIs erschaffen und organische Wesen erschaffen oder kreieren auch den Nachwuchs. Den organischen Nachwuchs. Also, ich sehe da schon große Parallelen. Und was die Zeit anbegeht, dass Zeit für die nur eine Illusion ist, die können abgeschaltet werden, die können Energie verlieren und dann nicht mehr wieder herstellbar sein. Deren Chips können kaputt gehen, deren Körper können kaputt gehen. Verschleiß. Also die haben auch quasi wie unsere Zellen, die sich irgendwann nicht mehr weiter regenerieren können auch die irgendwann nicht mehr weiter leben. Und unter den organischen Lebewesen in Mass Effect gibt es ja auch schon einen Zeitunterschied. Salarianer, die nur so um die 40 Jahre alt werden und dann die Asari oder Kroganer, die bis zu 1000 Jahre alt werden können. Da ist doch auch schon ein großer Zeitunterschied. Also zwischen den organischen Wesen gibt es im Prinzip genauso viele Unterschiede wie zwischen organischen und synthetischen Lebewesen. Also ich würde sagen, Koexistenz ist definitiv vorstellbar. Natürlich nicht mit den Reapern, weil die sind nur auf Zerstörung aus. Aber die Geth, das haben wir schon gesehen, dass die quasi, ich sag mal, ein Leben anstreben. Commander. All propulsion systems are running optimal. Nothing to report, Commander. Schade, die haben nichts zu sagen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwas, das die Reaper antreibt. Und die sehen sich gerade nur wegen ihrer technologischen Überlegenheit auf so einen Ego-Trip, der halt schon ein paar Millionen Jahre läuft. A nightmare on Earth. Human leaders using military force on their own people. They say it's to prevent loose cannons from provoking the Reapers. But are they indoctrinated? The Resistance speaks out in the only place they can, the battle space. Wie würden zum Beispiel primitive Stämme reagieren, wenn wir mit Panzern und Flugzeugen ankommen würden? Würde das ungefähr genauso aussehen, wie wenn die Reaper ankommen würden und die organischen Lebewesen zerstören würde? Ist ja auch ein großer Unterschied. Und und mit Panzern und Flugzeugen und so weiter, da könnte man dann ja auch einen Ego-Trip haben. Wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass eine sehr kräftige Streitmacht, die den anderen sehr überlegen ist, ich sag mal, sich nicht nur überlegen ist, sondern auch überlegen fühlt. Vielleicht sind die Reaper hier ähnlich. Und sie, naja, man weiß es nicht. Vielleicht ist da ja irgendwie sowas. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? 'Cause she keeps me out. Ja, sie ist ja auch der Shadow Broker. Und wenn du das wüsstest, dann, das wäre nicht so gut. I'm liking the new you, Esteban. It's about time you loosened up a little. Not sure how drinking mezcal late into the night makes me a better crewman. How does it not? Gives you heart. You need heart to fight this kind of war. Heartburn, maybe. Seriously, could we at least get some decent tequila? Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Hey, Shepard. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but you sure we can trust it? Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't always judge an individual by their species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Uh-huh. Crazy that they pick now to start a fight. But I guess the end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little?
Hey, not everybody's as crazy as you, sir. Naja. Er hat auf jeden Fall einen Spitznamen für alle. Außer ihn. Ihn nennt er immer noch Esteban. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Ah, da ist das also gelandet. Okay, dann... Moment, erstmal hier gucken. Wir haben ja alles von Haneke da. Aber hiervon noch nicht. Dann lassen wir das erstmal so. Nehmen wir jetzt mal einen Helm mit. Das wäre Gesundheitsverstärker, Nahkampfschaden, Schildverstärker. Das sieht aber doof aus. Das sieht auch doof aus. Das sieht auch doof aus. Das sieht alles doof aus. Das sieht eher aus wie... Nee. Also das hier sieht noch mit am besten aus, aber ich bin kein Freund von Helmen. So, jetzt erstmal. Wo haben wir das? Verbesserte Waffenschaden, Munitionskapazität und Gewicht, ja bitte. Und das bringen wir auch gleich auf 5. So. Oh. Geht gar nicht weiter als 5. Oh, müssen wir dazu... Ja, eigentlich soll das bis 10 gehen, aber anscheinend, weil das hier der erste Spieldurchlauf ist, geht das nur bis 5. Das finde ich doof. Das finde ich sehr doof, muss ich gerade wirklich sagen. Ja, das lassen wir. Pass auf, das lassen wir auch. Die Bogenpistole war nett, aber das brauchen wir nicht. Nein, die hatten wir. Nee. Hatten wir die? Nee. Die hatten wir. Die Viper hatten wir. Bleiben wir drauf. Pass auf, wenn es eh nur bis 5 geht, kann ich auch gerade die Plasma-MP hochhauen. Und das, wenn wir das benutzen wollen. So. Den Rest lassen wir uns für Einkäufe. Und dann bleiben wir dabei. Gut. Dann machen wir mal den nächsten Auftrag. Und zwar... Wir sind hier im Geth-Trümmerfeld. Ah, okay. Den Admiral retten und Geth-Server abschalten. Und da ist die Migrantenflotte. Die sitzen wirklich im gleichen System fest. Aber die komplette Flotte, das heißt auch die zivilen Schiffe, das ist nicht gut. Haben wir hier was Neues? Sieht alles noch gleich aus, ne? Treibstoffreaktor. Hier unten ist jede Menge. Argos Roh, aber in Argos Roh waren wir doch auch schon, oder nicht? Genauso wie im Ninma-Cluster. Egal. Wir gehen jetzt erstmal zum Cillian oder Cillian-Nebel. Signal confirmed. Ah. Na, was haben wir hier Schönes? Dr. Jelies? So, 50% oder 100? Nee, sogar 100. Ja gut, das Treibstofflager ist ja auch noch intakt. Zion, Treibstoffreaktor. Ist eine Gartenwelt. Ja, ich bleibe bei dem Setup. Du bleibst bei dem Setup. Und du bleibst bei dem Setup. Okay.
Shepard, about 72 hours ago, the reactors at a joint Turin-Asari fuel depot went offline. Scans at the station are cold. It's deserted. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you. Oh, hieran erinnere ich mich. Ach, eine der schönsten Multiplayer-Maps. Beziehungsweise eine der, wo ich irgendwie noch mit am meisten Erinnerungen dran habe. How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Been through thick and thicker. The captain always sees us through. Ja, mehr Foreshadowing geht ja nicht, ne? Mehr Foreshadowing geht ja nicht. Rosenkopf. Das ist auch mal... Das ist ein Name. Mhm. We need a radiation workaround, soldier. On it, ma'am. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it from here. Was jetzt? Confirming. Toxic radiation cutting access to most of the grid. Survival in hotspots not possible. Okay. Medizinischer Behandlungsplan. A treatment plan for chemical burns. This is pretty detailed. Wir haben ja gerade mit Riley gesprochen. Wurde das jetzt unterbrochen? Oder durch Cortez' Ansage? Oder... Gut, dass ich mit Untertiteln spiele. Da kann man wenigstens den einen Satz noch lesen. Krananzeige. Mhm. Huch. Nach links, Kran, nach rechts. Ja, Moment. Erstmal gucken, was wir hier haben. Ersatzteile, guck mal, 4000 Credits, das ist doch schön. Directional guidance error. Team 2 moving out, Commander. Good luck, Captain. Something's wrong here. It's too quiet. No more waiting. Take the fight to them. Just stay sharp, people. Gut, das haben wir. Damit sind wir jetzt von Riley's Squad allerdings abgeschnitten. Same situation here. I'll find a way to vent the area. Entlüftungssektoren, ja, erstmal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Wir können noch schnell speichern und hier können wir sogar runter. Nichts für ungut. Ich würde mich gerne erst umgucken, damit ich mir hier in Ruhe alles mitnehmen kann, was es hier so gibt. Auch wenn wir uns hier wahrscheinlich gleich nochmal vorkämpfen müssen. Ansonsten wird hier nicht so viel Deckung stehen. Aber ich möchte halt alles mitnehmen. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ich was übersehen werde. Wie diese Doc-Tags bei der einen Mission. Auf Benning. PDA untersuchen. Reaktor neu starten. Nee. Wollen wir nicht, ne? Zumindest noch nicht.
Was gibt es hier unten? Nichts. Okay, dann lassen wir mal die Luft raus, beziehungsweise lüften die Gegend. War das hier? Nein, wo war das? Das hatten wir doch eben. War weiter hier vorne, ne? Ja. Hier müsste das gewesen sein. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. Let's unlock those fuel rods. Power is restored. System ready. Fuel rods unlocked here. Wait a minute. Commander, Captain, checking movement in your areas. Defensive positions. Enemy inbound. We're ready for them. Okay, die haben sich zurückgezogen. Tasks. Ah, pass auf, dafür nehme ich doch mal die MP. Nein, die MP bitte. Riley, status. One casualty, but we're clear here. Warning. Coolant leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You'll both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Eins versiegelt. Patching seems to be working. Only one more to go here. Tank 2 is sealed and stable. Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. Riley, you in position? Affirmative. Awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! Kill them all! Es war nicht das, worauf ich gezielt habe. Na, wieso hast du denn noch eine Barriere? Ist hier noch irgendwie so ein Dings? Barriere? Da! Ich dachte, das wäre eben schon kaputt gegangen. Ich mag die Geth-Waffen. Die hauen gut rein. Commander, we're being overrun. Position indefensible. We're not gonna make it. Hold tight. One of my people is coming. Roger that. Javik, save their asses. Yes, Commander. Ach, natürlich. Wo kann ich denn weglaufen? Ah, der ging schneller down als gedacht. You're clear for the moment, Commander. Can't raise Captain Riley. What about the Prothean? Nothing, Commander. No one's answering my hails. But I'm tracking some movement toward the pickup point. Finalize the restart, then we can rendezvous there. Will do. Ja, Moment. Erstmal gucken, ob hier noch was Schönes drin ist. Nee. Und dann bin ich auch schon wieder auf der anderen Seite. Oh. Ein bisschen Zusatz-EP, XP.
Warte, wo muss ich hin? Da. Restart is complete. Reactor fully powered and operational, Commander. Darf ich hier durch? Ja, sieht so aus. Haben wir denn hier noch irgendwas, das wir mitnehmen könnten? Schau mal einer, guck. So einfach übersieht man was. Ah. Genau, die beiden Allianz-Soldaten. Die Dame, die hier vorne, glaube ich, gehockt hat und der das da vorne freigemacht hat. Die hat's anscheinend erwischt. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Ja, zumindest der eine, der es noch überlebt hat. Hm. Job well done. Report back to the shuttles. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. Okay, das haben wir geschafft. So, jetzt gucke ich nur nach der Karte, ob hier was Neues ist. Tatsache. Was Neues. Ja, gut. Macht Sinn, dass Adams nicht mehr da ist. Ja gut, dann muss ich anscheinend nochmal durchgehen. Commander? Aber hier gibt's nichts. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Lass mich raten, Tali und Legion haben auch nichts Neues, weil das gerade, ich sag mal, Hauptsprechpersonen dieser Kriegszentrale sind. Shepard, Ja. Commander. Talk to you later, Tali. Sure. Und jetzt nochmal die Bestätigung dadurch, dass er auch nichts zu sagen hat. Shepard, Commander. Ja. We'll talk later. We will remain here. Natürlich. You've got new messages, Commander. Commander? Omega. Von Bray. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagte irgendwas darüber, Kandros Andenken zu ehren. Ich würde ihr sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihren Standpunkt mit ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt hier mindestens einen Batterianer, der nicht will, dass Sie sterben. Ja, es ist nett. Man, watching the Geth fleet move, it's like thousands of stunt flyers in formation. Creepy stunt flyers, whose ships look like some sort of cockroach wasp thing. Ich hätte es jetzt mehr mit Ameise verglichen. Commander? Auxiliary power units are depleted to 82.04% capacity. This should be corrected. Yeah, I'll get it before we go in atmosphere again. I will run a diagnostic on it. EDI, we've got 5 of them. According to the diagnostic, we now have 4. Ach da. Hey, Shepard. Okay. Er hat nichts zu sagen. We're all machines. Carbon or silicon. Is there really a difference? People feel emotion. Artificial intelligence is programmed.
Punch me, I get angry. I don't choose. I just get angry. Our emotions are programming. That's not the same thing. Our emotions are a natural response. Disease, parasites, lions ate their prey alive. Nature can be horrible. So now you're siding with the Reapers? Just because I'm saying the Reapers are alive doesn't mean I want them to stay that way. But we need to break free of nature and open our minds to new forms of life. So you believe the Geth share the same rights and liberties as any organic being? If that Geth is minding his own business, he has more rights than Cerberus. Despite my Das disgust stimmt. for Cerberus, they're still human. The Geth are just machines. We're all machines. Carbon or Nee, da bin ich tatsächlich auf Is there really a Adams Seite. People feel emotion. Genetics don't make us alive. It's our self-awareness, curiosity, and capacity to evolve. Well put, Commander. Of course you'd say that. You two are practically machines yourselves. Ey. Good to see you, Commander. Na gut, irgendwo hat sie recht, ne? How are you, Commander? Aber es stimmt schon, wir sind im Prinzip nur biologische Maschinen. Unser Gehirn funktioniert ja auch mit Elektrizität. Wer es glauben möchte oder wer es nicht glauben möchte, kann es ja ruhig mal nachschauen, wie Neuronen und so funktionieren. Ich bin da natürlich kein Experte, bei weitem nicht. Aber ich weiß, dass Neuronen und sowas mit elektrische Impulse, ich will nichts Falsches sagen. Ich habe immer so viel gefährliches Halbwissen und möchte nichts Falsches weitergeben. Deswegen weiß ich zwar Dinge, aber kann sie oft nicht erklären. Das ist ein bisschen doof. Another time, maybe. Ja, ansonsten haben die, glaube ich, alle nichts zu sagen. War da sonst noch was anderes? Nicht wirklich, ne? Nee, dann lasse ich den Rest auch mal. Nee, also ich bin wirklich der festen Überzeugung, wenn es wirklich eine bewusstseinsfähige Maschine gibt, dann ist das für mich genauso ein Lebewesen wie alles andere. Und der Vergleich eben mit Cerberus und den Geth war ziemlich gut. Wenn der Geth oder wenn ein Geth sich nur um seinen eigenen Kram kümmert, hat der mehr, ich sag mal, Berechtigung zu leben als jemand von Cerberus, die momentan, ich sag mal, auf Kriegsfuß mit so ziemlich allen sind. Nun gut, dann mal wieder zurück zum Perseusnebel. Einmal per Anhalter durch die Galaxie. Einmal quer durch. Und dann würde ich sagen, retten wir jetzt mal den Admiral, bevor er noch länger hier rumläuft. Abgeschossen bleibt. Rettungskapsel, den Admiral retten. Und ich habe es ja jetzt letztes Mal gesagt, diesmal nehmen wir Edie mit. Obwohl mir das Gespräch zwischen Edie und Legion, wie sich das wohl verhalten hätte, hätten wir sie letztes Mal mitgenommen. Wäre auch interessant. Wir bleiben bei dem Geth-Setup. Tali bleibt bei den quarianischen Sachen. Edie, dich hatten wir anscheinend schon lange nicht mehr mit, oder? Nee. Wo war nochmal diese Präsidentenkillerwaffe aus dem zweiten Teil? Die hätte ich jetzt auch nochmal gerne. Ganz ehrlich, irgendwie passt diese Standardausrüstung zu Edie doch ganz gut. Jetzt haben wir auch jemanden mit Überlastung wieder. Aufladetempo, ja. Verteidigungsmatrix. Reduziert Schildaufladeverzögerung um 15%. Nee, nehmen wir das. Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Koris' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Koris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking.
What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Koris understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Koris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Make sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen? I'm afraid I cannot reconnect. The signal is too weak. Looks like we're on our own. Take us in to the tower. We're taking fire. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. My people have been in exile for centuries. To be standing here in the land of my ancestors. Sieht ein bisschen aus wie Utah oder Arizona. Na, doch eher wie Utah. Oder? Oder irre ich mich da? Ich war noch nie dort. Ich kenne es jetzt nur aus Videospielen, Serien und allgemein im Internet. Aber ansonsten würde ich sagen, sieht ein bisschen aus wie Utah. Shepard, once we find the Admiral, I advise we... Edie, what's wrong? The jamming signal is strong closer to the tower. I am experiencing signal loss with my systems on the Normandy. Could it be lag from your new body? It is unlikely, Tali. Lag usually lasts no longer than 5.2 milliseconds. Oh, mit so einem Lag würde ich auch gerne leben. Mein Internet ist teilweise mal so für 15 Sekunden einfach weg. Weswegen ich fast gar keine Multiplayer-Spiele spielen kann. Weil die meisten einen immer dann rauswerfen. Da muss man sich immer wieder neu einloggen und dann wird der Fortschritt nicht gespeichert. Ja. Die meisten Multiplayer-Spiele regeln echt das nicht gut, wenn Leute schlechtes Internet haben. Yep. Einmal Überlastung bitte. Einmal Überlastung bitte. Danke. Sabotage. Und... Ah, weißt du was? Mach darauf Sabotage. Ich hau darauf mal... Nee. Ah, da ist es. Ziel wird von Schilden geschützt. Ja, passt aber. Ha. Ich hoffe, das wird kein Problem mit dem Jamming Tower für Edie. Zack und weg. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wo tote Quarianer sind. The mines were recently placed. Expect there to be more. Ist aber hier ein Javelin? Ach, ein Geth-Scharfschützengewehr. Sehr viel Gewicht, fast keine Kapazität, fast keine Feuergeschwindigkeit, dafür sehr viel Schaden. Wir probieren es einfach mal aus. Dann haben wir jetzt ein komplettes Geth-Setup. Oh. Oh, es hat eine leichte Aufladung. Obwohl, das hatten bis jetzt ja alle. Und das heißt, ich muss nur ein bisschen vorhalten. Aua. Hey.
Finde ich aber nicht nett. So schön. Ich bin verliebt. Ja, Waffen sind die besten. Das Ding behalte ich. Wieso bist du denn... Nein, nicht Feuer. Hier. Wieso ist denn das jetzt schon wieder weg? Weil ich die Bewaffnung eben geändert habe. Und du bist noch drauf. Gut. Hat zwar nicht viel Munition. Haben die sich vergraben? Die haben sich vergraben. Ach ja, stimmt. Vielleicht hätte ich doch die Offensivfähigkeit nehmen sollen. Autsch. Ich habe mich gerade gefragt, wo die Mine ist. Ich dachte, die wäre irgendwo hier vorne. Piu, 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 piu. So, bitte. Ein Betäubungsschuss drauf. Der wird gehackt. Und da vorne einmal Überlastung. Oh, ich sehe jetzt erst, was die Schrotflinte macht. Komm, schieß nochmal. Ich will das sehen. Hat da vorne jemand ein Schutzschild? Nee, das ist eine Drohne. Ich dachte schon gerade, da hat jemand so ein holographisches Schutzschild. Komm, schieß nochmal. Ich will das sehen. Oder nicht? Hä? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Let's look at the gun. Anti-aircraft gun be able to disable it. Jetzt haben... Damen, liebe Damen, bitte nicht übereinander sprechen. F-Technologie. Und schau mal einer, guck, was wir hier oben haben. Aber lass mich raten, da werden wir gleich weitergehen müssen. One of us must shut down the anti-aircraft guns, Shepard. Ich will Talis Waffe in Action sehen. Edie, I want you on this. Right away. There's gas dropping in. Yep, das war klar. Ja, du sollst hier hinter in Deckung gehen. Ich meine, diese F-Kommandanten. Ein bisschen kann ich aushalten, dafür habe ich die Schilde. Mein Gott, der hält aber auch gut was aus, die Sau. So, das war's. I've disabled the anti-aircraft gun. Good. Now let's shut down the two by the tower.
F-Turm. Das ist so ein schönes Ding. Die Aufladezeit ist unter einer Sekunde. Also ich muss gedrückt halten. Man hört es ja, diese ganz kleine Aufladezeit, bevor der Schuss dann überhaupt rausgeht. Und die Munition ist gar nicht mal so schlecht. Ah, wir sind nah am Ziel. F-Einzelteile. Oh. Daran hat's. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hatched. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Medigel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower, and you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please, listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Koris can get us out alive, and my son, tell him Jonah that his father made it to the homeworld. We will. Rest well, Dornhast Vasranok. Let's get to that tower. Ein Soldat, also ein einfaches Wartungspersonal. Mein Gott, hätten sie doch einfach gewartet. Ist das jetzt beide oder... Ja doch, ich denke mal eins nach dem anderen, ne? Nicht, wir müssen uns jetzt aussuchen, welches wir ausschalten. Mounted turret. Mal flankieren wir doch. Easy. Oh, erst verstecken. Und dann ans Geschütz. Na, ans Geschütz bitte. Ah, ich kann mich nicht weiter nach da drehen. Gut, macht auch Sinn. Immerhin will man ja nach da verteidigen. Let's look at the gun console. We should be able to disable it. Who should disable the gun, Shepard? Take it out, Edie. Affirmative. You should be able to operate a vacant Geth turret yourself, Shepard. Ja, ja, habe ich ja schon gemacht. More Geth! I require more time to deactivate the turret. Ja, ja, ja. Mal ein Geth-Kommandant geht so schnell down, das ist doch schön. Let's get the last one. Admiral! Geth by the door!
Können wir hier denn noch irgendwas anderes mitnehmen? Was bergen? Credits oder so? Neue Waffen? Mods? Heide? Irgendwie was in der Art? Looks like data on the jamming towers. Could be useful. Siehste, sowas meinte ich. Dann müssen wir da nicht extra Credits für ausgeben, wenn wir dann beim Spectre-Terminal sind. Natürlich. Ach, sie geht schon von alleine dahin. Ja, das ist in Ordnung. Ach Mensch. Hey, hallo, weg da. Machst du das denn jetzt, oder? Natürlich. Weil sie da schon so hingelaufen ist, dachte ich, dass die das auch schon direkt macht. So, jetzt ans Geschütz. Sehr schön. I'll signal the shuttle. Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with the shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off. I hear another wave approaching. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them! Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians? Our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. Ach. There's the Admiral. We have to hurry. I've got this. Ich kann leider überhaupt nichts sehen. Ich kann nicht ranzoomen. You're clear. Go. Ach, Call of Duty lässt grüßen. Diese Passagen fand ich damals eigentlich ganz nett, aber mittlerweile... Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello?
This is Admiral Koris. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. War das einer dieser schweren Entscheidungen? 10 Millionen Opfern für 20 Millionen Leben? You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again. Ja, ich bin hier auf Rans Seite. Genau das, was er gerade sagt oder machen will, hat auch letztes Mal dazu geführt, dass er einfach auf uns geschossen hat, während wir noch auf dem Geth-Schlachtschiff waren. Da musste Ran ja auch mitziehen, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte, weil ansonsten ja auch zusätzliche Quarianer gestorben wären. Also... Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads.
Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. Geradeaus vorstürmen, das bringt nicht immer was. Natürlich kann man einen Feind somit überraschen, aber es kann auch gerne mal schief gehen. Vor allem, wenn man es die ganze Zeit benutzt.